Deutsch lernen durch Hören. Unerwartete Nachricht. Emma sitzt in der Küche. Sie trinkt Kaffee. Plötzlich klingelt ihr Telefon. Es ist eine unbekannte Nummer. »Hallo, hier spricht Emma Schmidt«, meldet sie sich. »Hallo, hier ist Werner Klein. Ich bin Anwalt aus Köln. Ihre Tante Elisabeth ist vor kurzem gestorben. Ich kümmere mich um das Testament.« Emma wundert sich. »Tante Elisabeth? Sie ist doch vor 20 Jahren nach Kanada ausgewandert. Ich habe sie kaum gekannt. Es ist bedauerlich, dass sie gestorben ist. Was möchten Sie von mir? Soll ich mich um die Beerdigung kümmern?« Der Mann lacht. »Nein, nein, die Beerdigung ist bereits organisiert, aber ich muss Sie unbedingt persönlich sprechen. Ihre Tante hat Sie in ihrem Testament bedacht. Können wir uns treffen?« Emma ist einverstanden. Sie trifft sich mit dem Anwalt in seiner Kanzlei. Herr Klein erklärt ihr: Ihre Tante hat Ihnen ihr Haus vererbt. Sie hat keine weiteren Verwandten in Kanada. Sie hat ganz alleine gelebt. Er zeigt Emma Fotos von einem kleinen Haus. Es ist ganz aus Holz und liegt an einem See. »Ist das in Kanada?« fragt Emma. »Ja, Sie haben auch etwas Geld geerbt. Wenn Sie möchten, können Sie dorthin fliegen. Dann können Sie sich das Haus in Ruhe anschauen. Vielleicht möchten Sie es verkaufen. Oder Sie nehmen es als Ferienhaus.« Emma überlegt. »Oder ich könnte auswandern. Das war schon immer mein Traum. Kanada ist wunderschön.« Emma kann es noch gar nicht glauben. Was für eine unerwartete Nachricht. Da sitzt man gerade noch gemütlich mit einem Kaffee in der Hand und plötzlich hat man ein eigenes Haus. Das muss ich sofort meiner Freundin erzählen. Ihre Freundin Betty freut sich für Emma. »Das ist ja großartig. Ich würde gerne mitkommen. Und wenn du wirklich auswanderst, dann komme ich dich in jedem Urlaub besuchen. Nur nicht im Winter. Ich weiß, dass es dort sehr kalt ist.« Emma lacht. »Natürlich kannst du mitkommen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auswandern möchte. Ich muss mir zuerst das Haus ansehen. Aber der Zeitpunkt wäre günstig. Nächste Woche habe ich die letzten Prüfungen an der Uni. Danach wollte ich sowieso Urlaub machen. Ich lade dich ein.« Ein witziges Missverständnis. Emma hat von ihrer Tante Elisabeth ein kleines Haus in Kanada geerbt. Das will sie sich nun genauer ansehen. Sie fliegt mit ihrer Freundin Betty dorthin. Am Flughafen mieten sie ein Auto. Damit wollen sie die restliche Strecke bis zum Haus fahren. Es ist Herbst. Die Blätter der Ahornbäume leuchten in allen Farben. »Es ist wunderschön hier«, sagt Emma. Betty stimmt zu. »Ja, wie im Bilderbuch. Hoffentlich kommen wir an, bevor es dunkel wird.« Emma ist zuversichtlich. »Das schaffen wir. Das Navi zeigt uns den schnellsten Weg. Hier steht, dass wir etwa 3 Stunden brauchen. Dann ist es noch hell.« Die Fahrt verläuft problemlos. Nach 3 Stunden sind sie tatsächlich da. Sie stehen vor einem kleinen Blockhaus. Es liegt direkt an einem See. »Wie wunderschön! Mensch, Emma, du hast so ein Glück!« Emma ist sprachlos. Genau so hat sie sich das Haus vorgestellt. Sie schließt die Tür auf. Die beiden Frauen betreten das Haus. »Das ist aber gemütlich hier!« Betty hat sich schon in das Häuschen verliebt. Emma steht verwirrt vor dem Kamin.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man Feuer macht. Betty nimmt ihr Handy. Sie will im Internet nachschauen, wie man das Holz richtig anzündet. Wenn man es falsch macht, raucht es. Das wollen wir nicht. Plötzlich hören die beiden ein Geräusch. Betty erschrickt. Hast du das gehört, Emma? Da ist jemand. Hoffentlich ist es kein Bär. Auch Emma ist beunruhigt. Ich schaue mal aus dem Fenster. Mach bitte die Tür zu. Aber Emma kann nichts erkennen. Draußen ist es dunkel geworden. Betty holt ihr Haarspray aus dem Rucksack. Wir haben keine andere Waffe. Ich werde den Bären damit einsprühen, dann läuft er weg. Jetzt ist das Geräusch an der Tür. Jemand versucht, sie zu öffnen. Betty stellt sich neben die Tür. Ihr Haarspray hält sie fest in der Hand. Emma versteckt sich hinter dem Sofa. Die Tür öffnet sich. Betty drückt auf den Sprühknopf. Das Haarspray läuft heraus. »Hilfe, was soll denn das?« Ein Mann steht vor der Tür. Er reibt sich die Augen. Emma kommt aus ihrem Versteck. »Wir dachten, Sie wären ein Bär. Warum haben Sie sich heimlich angeschlichen?« Der Mann antwortet, »Ich dachte, Sie wären ein Einbrecher. Ich bin Ben. Ich passe auf das Haus auf. Sind Sie Emma?« Jetzt müssen alle über das Missverständnis lachen. Ben zeigt Emma und Betty, wie man Feuer macht. Bald sitzen alle gemütlich im Wohnzimmer und trinken Tee. Dann verabschiedet sich Ben. »Ich komme morgen wieder. Dann zeige ich euch die Gegend. Hier gibt es wirklich Bären, aber die kann man nicht mit Haarspray verjagen.« Ein Abenteuer in der Wildnis. Emma hat von ihrer Tante Elisabeth ein kleines Haus in Kanada geerbt. Sie fliegt mit ihrer Freundin Betty dorthin. Am ersten Abend lernen sie Ben kennen. Er hat sich bisher um das Haus gekümmert. Jetzt zeigt er Emma, was sie in der Wildnis alles beachten muss. Du musst Holz hacken, sonst kannst du kein Feuer machen. In dem kleinen See sind Fische. Ich kann dir das Angeln beibringen. Und ich zeige dir, wie man auf die Jagd geht. Dann hast du immer etwas zum Essen. Emma erschrickt. Ich soll angeln und jagen? Auf keinen Fall. Ich esse keine Tiere. Es gibt doch einen kleinen Lebensmittelladen im Nachbardorf. Da kann ich unser Essen kaufen. Ben lacht. Okay, du bist eine von diesen Vegetarierinnen. Aber ich zeige dir trotzdem den Umgang mit dem Gewehr. Hier draußen muss man sich schützen und verteidigen. Das Haus liegt sehr einsam. Es kann immer etwas passieren. Damit ist Emma einverstanden. Betty möchte auch schießen lernen. Am Nachmittag treffen sich die drei auf der großen Wiese hinter dem Haus. Betty hat leere Konservendosen gefunden. Sie hat sie auf einen Baumstumpf gestellt. Das wird ihr Ziel für den Unterricht. Ben zeigt ihnen geduldig, wie sie das Gewehr laden müssen. Nach einigen Versuchen gelingt es Emma und Betty, die Dosen zu treffen. »Mir klingeln jetzt die Ohren, das ist ganz schön laut«, sagt Betty. Emma stimmt zu. »Lasst uns eine Pause machen. Ich werde ein Feuer machen und uns Kaffee kochen.« Es dauert eine Weile, bis Emma das Feuer angezündet hat. In der Zwischenzeit hacken Betty und Ben Holz für den Vorrat. Emma stellt einen Topf mit Wasser auf den Ofen. Bis das Wasser kocht, kann ich ein paar Brote mit Honig zubereiten. Das ist so gut wie Kuchen. Emma schmiert die Brote. Sie stellt das Glas mit dem Honig auf die Fensterbank. Sie wäscht sich die Hände. Am Waschbecken hängt ein Spiegel. Als sie ihre Frisur kontrollieren will, sieht sie im Spiegel eine Bewegung am Fenster. Oh nein, was ist das?
Sie dreht sich um. Da steht ein Bär am Fenster. Er hat den Honig gerochen. Er greift mit seinen Tatzen nach dem Glas. Aber es ist zu glitschig. Es rutscht ihm aus den Tatzen und fällt auf den Boden. Emma ist starr vor Schreck. Sie kann nichts sagen. Da hört sie draußen ein lautes Geschrei und einen Schuss. Sie rennt aus dem Haus, um nachzusehen. Ben hat sein Gewehr in der Hand. Betty steht hinter ihm. »Alles in Ordnung«, ruft er. »Ich habe nur in die Luft geschossen. Der Bär ist weggelaufen.« Emma ist erleichtert. Was für ein Abenteuer! In der Wildnis muss man auf alles vorbereitet sein. Kommt rein, das Wasser müsste jetzt heiß sein. Lasst uns Kaffee trinken. Aber erst muss ich die Scherben wegräumen. Betty lacht. Und bitte stell nie wieder Honig so nah ans Fenster. Das schwarze Schaf sein. Bianca lebt in einer großen Familie. Sie hat 5 Geschwister und ihre Großeltern wohnen auch bei ihnen. Bianca sieht ihre Oma sehr selten, wenn sie etwas kocht. Aber heute ist ein besonderer Tag. Biancas Vater hat Geburtstag. Deshalb steht ihre Oma am Herd und bereitet die ganz besondere Delikatesse Rotwurst zu. Es riecht schon lecker im ganzen Haus. Darüber sind alle froh, außer Bianca. Sie ist die einzige in der Familie, die Rotwurst nicht mag. Ihre Oma sagt: »Ach Bianca, du bist immer das schwarze Schaf der Familie.«